Moin Leute, wer später bremst, bleibt länger schnell. Den Spruch kennen viele von uns. Falls wir dann doch mal langsamer werden wollen, müssen wir auf jeden Fall sicherstellen, dass alles funktioniert. Gerade in unserem Pneumatikbremsenbereich sind viele unterschiedliche Komponenten, wie wir hier auch schon sehen können, eingebunden. Deshalb soll es heute mal ein bisschen um die Fußbremsventile, Relaisventile und Anhängersteuerventile gehen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Bevor wir richtig durchstarten mit dem Thema, wollte ich einmal gerne die Frage klären, warum benutzen wir eigentlich eine pneumatische Bremse und keine hydraulische, wie die im Pkw- und Transporterbereich vorkommt. Das hat viele Vorteile. Ich habe an meinem Fahrzeug einen Kompressor, der kann das Medium Luft, das ich dafür benutze, von überall her ziehen. Ich habe meine Druckkessel, ich kann die komprimierte Druckluft als Speicher benutzen, um meine Bremsen zu betätigen und auch dadurch eine viel höhere Betätigungskraft für die Bremsen zu bekommen. Denn das ist nicht nur mein Fußpedal, das mit einer Vakuumpumpe oder mit einer Unterdruckpumpe wie beim Pkw arbeitet, sondern ich kann den gesamten Druck, den ich auf meinem Kessel habe, für die Bremsung verwenden. Kleinere Leckagen im System kann mein Kompressor dann natürlich auch überbrücken, indem er öfter mal anspringt. Die Lecks sind dann natürlich auch nicht so umweltschädlich, wie das bei einer hydraulischen Bremse der Fall wäre. Zeitgleich habe ich auch noch den Vorteil, dass ich keinen Entlüftungsprozess habe, wenn ich jetzt meinen Auflieger oder meinen Anhänger anschließe. Das wäre eine ziemliche Sauerei, wenn ich das mit einer hydraulischen Bremse machen würde. Was die ganzen Artikel hier bei mir auf der Werkbank angeht, die findet ihr natürlich alle bei unserem Partnerportal. Das geht los mit Handbremsventilen, Anhängersteuerventile, Fußbremsventile, natürlich auch Reparatursätze, falls die ganze Einheit mal nicht ausgetauscht werden soll, Relaisventile, hier ist noch ein weiteres Handbremsventil und ein Fußbremsventil mit dem Pedal und dem pneumatischen Teil schon verbaut. Das ist eine Kompletteinheit und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Wenn wir uns den pneumatischen Teil des Fußbremsventils mal genauer anschauen, wir haben hier einige Anschlüsse, Druckeingänge, Druckausgänge, steuert meine Bremse. Ganz wichtig, dieses Ventil übernimmt auch die sogenannte Voreilfunktion. Das heißt, möchte ich meinen Bremsvorgang einleiten, möchte ich, dass mein Anhänger oder mein Auflieger, den ich habe, was auch immer, ein bisschen verfrüht abgebremst wird, damit ich den gesamten Zug stabil auf der Straße halten kann. Dann haben wir noch zwei Steckeranschlüsse. Die elektrische Funktion, die will ich euch gleich nochmal demonstrieren. Weiter unten im Prüflabor will ich euch auch nochmal zeigen, wie wir dieses Handbremsventil prüfen können. Wir sind nochmal ins DTQS Prüflabor runtergegangen. Ich habe einmal unser Handbremsventil angeschlossen. Hier können wir sehen, ich habe 10 bar Eingangsdruck draufgegeben. Jetzt sind wir in Fahrposition. Meine Federbremsspeicher sind freigestellt. Gehe ich jetzt langsam in die Parkposition, fällt mein Druck ab, bis ich auf 0 bar lande. Jetzt parke ich das Fahrzeug, die Federbremsspeicher bremsen jetzt mein Fahrzeug. Jetzt habe ich bei diesem Bremsventil noch die zusätzliche Funktion, eine Teststellung. Wenn ich die Teststellung aktiviere, wird mein Sattelzug oder mein Anhänger, was auch immer, freigeschaltet. Jetzt kann ich prüfen, ob mein Zugfahrzeug den gesamten Zug noch halten kann oder nicht. Sehr wichtige Funktion. Alle weiteren wichtigen Funktionen, pneumatisch, elektrisch, werden hier an unseren eigens entwickelten Prüfstand. Hier zum Beispiel für das Fußbremsventil geprüft. Hier haben wir schon unser Fußbremsventil aufgespannt und die Werte nehmen wir dabei auf. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal am Laptop an, wie das alles aussieht. So wie versprochen, schauen wir uns am Laptop nochmal die Werte, die unser Prüfstand uns rausgibt, an. Das sieht erstmal recht kompliziert aus, das ist ganz einfach eigentlich aufgebaut. Hier habe ich aktuell nur die Position angegeben, das heißt, wo steht gerade mein Pedal, das wird gerade durch den Zylinder betätigt. Das geht jetzt rauf und runter in zyklischer Bewegung. Parallel kann ich mir jetzt die ausgesteuerten Drücke anzeigen lassen, Kreis 22, Kreis 21 für die Bremsbetätigung. Alle weiteren Druckanschlüsse kann diese mit den technischen Daten abgleichen und schauen, ob alles richtig funktioniert. Gleichzeitig auch noch, wenn ich jetzt die elektrischen Werte mal auslesen möchte, wir haben nämlich einen Potentiometerwert hier. Hier kann ich anhand der Pedalbewegung meinen Potentiometerpegel sehen, okay, das funktioniert einwandfrei, das ist innerhalb der Toleranzen. Weiter, wenn ich zum Beispiel noch die Schalterfunktion auslesen möchte, für meine Bremsbetätigung, für die Tempomatabschaltung, kann ich mir die Betätigung Ein-Aus-Signale auch noch mit anzeigen lassen. Das alles werten wir dann aus. Nehmen das für die Produktentwicklung, nehmen das für die Serienprüfung, damit wir wissen, alles funktioniert einwandfrei. Ja Leute, das ist ein komplexes Thema. Falls ihr irgendwelche technischen Fragen oder andere Fragen dazu habt, könnt ihr euch auf jeden Fall immer an unseren Helpdesk wenden. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.